Hello rally friends! Today we will visit the eastern Germany city of Dresden to meet an artist. Uwe Götzel has been part of the Breslau community since 2011, but if you meet him outside the rally, you will probably notice he likes tattoos and piercing, and he is very good at creating them. Uwe likes the extreme enduro class of Breslau, but also the fast cross-country of Balkan. Please meet our next Breslau hero, Uwe Götzel. Ich bin der Uwe Götzel aus Dresden, betreibe seit ca. 22 Jahren ein Tätowierstudio und eine Schädlingsbekämpfungsfirma. Ja, und zur Rallye bin ich vor 2011 zur Rallye Breslau gekommen. Habe vorher 7-8 Jahre Supermoto gefahren und dann war es im Sommer, glaube ich, war eine Veranstaltung von der Rallye Breslau hier in Dresden und wo ich das gesehen habe, hat es mich irgendwie gepackt und dann dachte ich mir, das nächste Jahr musste sowas mal in Angriff nehmen und das betreibe ich jetzt seit 6 Jahren und bin da regelmäßig eigentlich mit dabei, mit meiner Familie und der ganzen Rallye-Gemeinde. Das kann man nie so sehen. Du hast ja beim Supermoto, sage ich mal, 2/3 Asphalt und 1/3 genauso Gelände. Ja, also das ist schon ein großer Unterschied zu einer Rallye. Ja, eine Wasserdurchfahrt oder so gibt es da eben nie beim Supermoto, aber sonst ist es halt Motorrad. Weil es ist ja, man braucht ja bloß diese Super Enduro WM zum Beispiel beobachten. Und das ist ja alles schweres, extremes Gelände. Gut, ich würde jetzt die Rallye jetzt nicht mit dem Super Enduro WM-Lauf verbinden oder vergleichen, aber vom Gelände her und von der Schwierigkeit her ist es eigentlich dasselbe und das macht es eigentlich aus, finde ich. Es eben den ganzen Tag Feldwege hoch und runter zu heizen. Was auch mal Spaß macht, aber ich muss es nie 6 Tage die Woche haben. Ist schon immer, das ist ja auch wieder das Gute, dass eben so eine Rallye sehr abwechslungsreich ist und dass man eben fast jeden Tag was anderes hat. Ich würde mir das Gelände erst angucken, dann würde ich versuchen durchzulaufen, mir einen Weg suchen. Es gibt ja so schon ein paar Tricks, wie man über so eine Sachen drüber kommt. Entweder man tut über irgendwelche Sträucher sich schieben oder irgend sowas oder man läuft halt irgendwie durch. Oder wir hatten es auch vor 3 Jahren, waren wir zu 4 am Wasserloch, dann haben wir einfach 2 Baumstämme genommen, haben die Motorräder auf den Schultern durchgetragen. Und dann ist es so, dass ich mein Motorrad speziell auf so eine Sachen auch gebaut habe, sodass ich schon eben bis zur Sitzbank schon im Wasser fahren kann und mir nichts passiert. Ja, wir haben den Luftfilter ganz oben unter die Sitzbank gebaut, der ja sonst, sage ich mal, auf Motorhöhe sitzt. Und dann haben wir die Elektrik ein bisschen verändert, dass es eben nicht nass wird und sowas, dass es keine Zündungsprobleme gibt und alles. Ja. Aber das hat eine Weile gedauert und hat letztes Jahr ja zum Erfolg geführt in Polen. Ist ja auch so, dass in unserem Rallye-Team, sage ich mal, mein Schrauber und dann haben wir noch so einen anderen Kollegen, der sich so ein bisschen um die anderen Sachen kümmert. Das sind beides Kollegen, die mit mir früher in der Klasse waren und mit denen ich eben in diesem Militärgelände da groß geworden bin. Also der Thomas, der vorhin hier war zum Beispiel, der saß in der Schule neben mir und der fährt halt auch heute noch mit zur Rallye. Oder gibt es noch eine gute Geschichte. Wir standen vor 2 Jahren, war das glaube ich, bei einer Nachtetappe, haben eben mir meine Klassenkameraden nachts 3/4 eine Batterie ans Wasserloch gebracht. Und das alles, das fasziniert mich eben und das macht auch das Ganze aus, oder das macht eben auch die Rallye aus, dieser Zusammenhalt und diese ganzen, ja, einfach eine geile Sache. Ich muss sagen, durch diese 6 Jahre Rallye habe ich einen riesengroßen Freundeskreis und bei denen kann man sagen, dass es eben wirklich echte Freunde sind. Gibt es Leute wie zum Beispiel der Björn Staus, der betreut unsere Internetseite, hat für mich irgendwelche Online-Formulare erstellt und. Und Frank Model hat bei mir gestern im neuen Laden die Decke vorgerichtet. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Also das ist wirklich wie eben eine kleine Familie, sage ich mal. Und die Jungs helfen sich wirklich alle untereinander.
Das ist schon eine gute Sache. Balkan Offroad-Rennen ist wieder also kann man meiner Meinung nach mit Polen nie vergleichen. Ist wieder eine anders schick oder geil oder wie man sagen will. Dort hat man die Faszination, dass man eben durch die ganzen Gebirge fährt, dass man am Strand ankommt, am Meer und sowas. Das hat man hier natürlich nicht. Bei uns ist eher ebenes Gelände in Polen und dort hat man eben diese Gebirge, diese Strandabschnitte, wo man lang fährt und. Ist anders schön, muss ich sagen, aber auch eine sensationelle Veranstaltung. Mein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt. Er hat ein eigenes Motorrad, fährt auch selber Motorrad, aber seine Klassenkameraden sind eben noch nie so weit. Und wenn Arthur dann in der Schule ist und erzählt, er wäre am Wochenende mit dem Papa Motorradfahren gewesen, dann glauben die ihm das nicht. Und deswegen hat er das irgendwann mal sein gelassen, über sowas zu reden in der Schule, weil die Jungs ihm das einfach nicht glauben. Es gibt so ein paar Leute, die bei uns da wohnen, die wissen und beobachten ihn immer, wenn er fährt, sind da immer mit dabei, aber in der Schule. Der große Teil glaubt ihm das gar nicht, dass er halt, oder wenn er mit Sorelli war oder in Bulgarien oder so, das denken die, er erzählt irgendwelche Geschichten. Nee, dann lieber den ganzen Tag durch den Schlamm fahren. Ist mir am liebsten. Also, was am meisten mich auch fasziniert, sind diese Nachtetappen wie letztes Jahr. Sowas, wo es halt wirklich drauf ankommt und dann eigentlich umso schlechter das Wetter ist und umso besser ist es eigentlich. Und umso schwerer es ist. Also und dann merkt man ja erstmal, mir geht es jetzt nicht darum, da irgendwie Geschwindigkeit den ganzen Tag irgendwelche Wege hin und her zu heizen, sondern eben diese Wasserdurchfahrten oder irgendwelche Berge oder so, wo man eben zusammen da hoch muss, weil man es allein nie schafft. Und dann kommt eben dieser Zusammenhalt und dieses Ganze, was es eben ausmacht für mich.